Glaubenssätze. Diese unsichtbaren Muster, die hinter unseren Gedanken stehen, formen unsere Realität auf eine Weise, die wir oft übersehen. Welche Überzeugungen liegen tief in deinem Inneren verborgen und lenken unbemerkt dein Leben? Heute erkunden wir die Macht der Glaubenssätze und wie wir bewusst die Regie über unsere Gedankenführung übernehmen können. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute soll das Thema sein, unsere Glaubenssätze, unser Unterbewusstsein, wie unsere Glaubensmuster, Denkmuster und unser Unterbewusstsein, wie das eigentlich unser Handeln bestimmt und unsere Geschichte kreiert. Lasst uns loslegen, ich freue mich ganz doll auf dieses Video. Bevor wir hier mit diesem Video beginnen, ist es, glaube ich, erstmal gut zu beschreiben, was überhaupt Glaubenssätze sind. Glaubenssätze sind Überzeugungen, die unser Denken und unser Handeln beeinflussen. Sie sind wie die Brille, durch die wir die Welt betrachten. Das heißt, was wir für möglich und was wir für unmöglich halten. Sie können uns motivieren, sie können uns aber auch genauso einschränken. Kurz gesagt also, sie sind die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen. Und ob wir wollen oder nicht, kreieren genau unsere Glaubenssätze unsere Realität. Aber woher kommen eigentlich unsere Glaubenssätze? Denn viele dieser Glaubenssätze entstehen schon in unserer Kindheit. Die sogenannte Prägungsphase, die fängt schon seit der Geburt an, von 0 bis 7 Jahren. Und dort speichern wir wie ein Computer, wie ein frisch installierter Computer, all das auf, was wir in unserer Außenwelt wahrnehmen. Viele können davon natürlich sehr, sehr einschränkend sein, aber auch genauso förderlich. Und somit kommen wir dann auch zur zweiten Prägung, und zwar sind das unsere Eltern. Und unsere Eltern sind natürlich diese Zeit von 0 bis 7 sehr, sehr eng mit uns im Kontakt. Und wir sehen, wie sie sich verhalten, was sie sagen, was sie uns auch beibringen. Und somit übernehmen wir auch viele Glaubenssätze von unseren Eltern. In der zweiten Phase, das ist ungefähr von 8 bis 13 Jahren, das ist die Modellierungsphase. Diese Zeit ist sehr durch Vorbilder geprägt oder eher gesagt von den Menschen, die wir sehr bewundern. Das können natürlich irgendwelche Stars sein, aber auch unsere Geschwister, Freunde. Und diese Zeit prägt uns natürlich auch sehr enorm, weil wir Verhaltensweise von anderen nachahmen. Und in der letzten Phase, und die geht eigentlich immer stetig weiter, das ist die Sozialisierungsphase. Dort ist es so, dass wir durch bestimmte Wertvorstellungen und auch durch den sozialen Medien bestimmte Glaubensmuster, Denkmuster, zum Beispiel im Fernsehen, okay, unsere Haut soll immer super schön aussehen oder wir müssen schlank aussehen, damit wir wunderschön sind. Wir müssen immer gut drauf sein, damit wir was erreichen können und. Also diese Phase ist ein stetiger Außenprozess, würde ich jetzt mal so sagen, aber auch genauso prägen uns natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen. Im zweiten Aspekt ist es, glaube ich, auch ziemlich gut, mal irgendwie darüber zu sprechen, was für Arten von Glaubenssätzen es gibt. Es gibt natürlich einmal die negativen Glaubenssätze. Ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht intelligent genug. Also diese Liste ist lang, ihr könnt euch irgendwas aussuchen und mindestens, weiß ich nicht, 20 Stück hat, glaube ich, jeder irgendwie in seinem System vorhanden, die stetig sich immer wiederholen. Es gibt aber auch verallgemeinernde Glaubenssätze. Ich glaube, ein sehr verbreiteter ist so, alle Männer sind untreu. Als auch selbstlimitierende Annahmen, das heißt, man ist nicht intelligent genug, um das und das zu erreichen. Als auch positive Glaubenssätze, weil wir haben natürlich nicht nur negative Glaubenssätze in unserem System, sondern genauso auch positive Glaubenssätze. Das habe ich nämlich eine Zeit lang sehr miteinander vermischt, weil ich so dachte, okay, Glaubenssätze ist gleich negativ, aber nein, wir haben natürlich auch Glaubenssätze, Denkmuster in uns, die ziemlich förderlich sind und die gut sind. Das waren, glaube ich, jetzt erstmal so die Allgemeinpunkte zu Glaubenssätzen. Und warum erzähle ich euch eigentlich das? Warum ist es mir eigentlich so wichtig, über Glaubenssätze zu sprechen? Es gab letztes Jahr einen Punkt in meinem Leben, das war ungefähr so im Juli, August ungefähr, da hat sich mein Leben wie ein Loop angefühlt.
Das heißt, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, ich habe das Gleiche angezogen. Es war wie, als ob eine Person, der Ort ausgetauscht wurde, aber im Endeffekt das gleiche Resultat kam immer wieder raus. Und irgendwann war ich so genervt davon, von dem Gefühl, was ich im Endeffekt dann immer wieder habe, dass ich so dachte, okay, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas wiederholt sich immer wieder und ich möchte das in mir klären. Und dann habe ich wirklich so um Hilfe gefragt. Ich so, hey, ich möchte etwas in mir verändern, meine Denkmuster verändern. Und dann, wie das Schicksal in dem Sinne so wollte, kam ich dann auf Hermann. Mit Hermann habe ich schon ein ganz, ganz tolles Video gedreht. Das verlinke ich gerne mal hier oben. Das geht um das Manifestieren, was natürlich auch sehr Hand in Hand spielt mit Glaubenssätzen und Denkmustern. Und das war super, super hilfreich, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und diese zu beobachten. Und dadurch hat sich natürlich auch mein Unterbewusstsein ganz, ganz stark verändert. Und das ist jetzt auch der weitere Punkt, denn unser Unterbewusstsein speichert natürlich alles, was wir denken, welche Emotionen wir fühlen. Unser Unterbewusstsein ist also wie der verborgene Teil unseres Denkens, wo wir alles speichern an Emotionen, an Gefühlen, an Erfahrungen. Es speichert einfach alles. Es beeinflusst also unser Verhalten, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Gewohnheiten entstehen also, dass wir bestimmte Handlungen und Denkmuster immer wieder wiederholen, bis sie sich als Gewohnheiten in unser System integriert haben. Das Unterbewusstsein ist also rund um die Uhr im Einsatz. Auch wenn wir schlafen, auch wenn wir arbeiten. Und es formt somit unser Leben, weil wir natürlich dem Unterbewusstsein die Muster geben, die wir ständig wiederholen. Es reagiert auf die Gedanken und Ideen, auf die wir unsere bewusste Aufmerksamkeit lenken. Es bewertet also nicht wie unser Bewusstsein, sondern es nimmt einfach wahr. Es akzeptiert. Das, was wir ständig wiederholen, das, was wir ständig denken, das, was wir ständig tun, verankert es und spielt es also immer wieder ab. Gewohnheiten sind also ein Produkt unseres Unterbewusstseins, genauso wie wir die Dinge beispielsweise gelernt haben, Schwimmen, Fahrradfahren, Autofahren. Wir haben diese Gewohnheit, diese Handlung immer wieder wiederholt, bis es in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Deswegen kannst du, wenn du einen Führerschein hast, auch oftmals Auto fahren, ohne darüber nachzudenken, weil es in deinem Unterbewusstsein verankert ist. Und das Krasseste einfach bei der ganzen Sache ist, dass wir wirklich mehr Macht über unser Handeln und unser Denken haben, als wir glauben. Denn als ich auf dieser spirituellen Reise war es oftmals bei mir so, dass ich so dachte, ja, es ist natürlich alles geführt und es soll genauso sein und es kann gar nicht irgendwie anders sein, das war Schicksal. Und of course, vieles von dem ist auch Schicksal und ich glaube, dass wir schon bestimmte Stecknadeln in unserem Leben gesteckt haben, aber vieles davon, sehr, sehr vieles, kannst du auch bewusst steuern. Denn wenn du genau weißt, wo du deinen Fokus lenkst, solange du dies nicht veränderst, kannst du von einer Enttäuschung in die andere reinrasen, ohne zu bemerken, dass du eigentlich der Auslöser der ganzen Sache bist. Als mir das klar wurde und als mir das wirklich so Hermann und als ich das wirklich bewusst damit gearbeitet habe, mit meinen Glaubenssätzen, mit Affirmationen und mit meinem Unterbewusstsein, hat sich mein Leben schlagartig geändert. Nicht schlagartig, vieles war davon schlagartig, aber manches braucht natürlich irgendwie auch ein bisschen länger, weil wenn jetzt schon ein Glaubenssatz schon seit der Kindheit so tief drin ist, ist das natürlich schwieriger, auch das in seinem System rauszubekommen und es ist auch immer noch eine Challenge bei mir. Schreibt mal gerne jetzt in die Kommentare, was für ein Glaubenssatz oftmals ihr auch wiederholt, immer wieder in eurem Leben. Bei mir ist es zum Beispiel ganz oft gewesen, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, so 99% der Menschen haben diesen Glaubenssatz, diesen Ich bin nicht gut genug, als auch ich werde nicht so geliebt, wie ich bin. Genau das wurde dann auch, wie gesagt, in meiner Außenwelt bestätigt. Fenja, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und dieser Glaubenssatz, da arbeite ich auch immer noch dran und das ist immer noch jeden Tag, nicht jeden Tag, das ist ein bisschen zu übertrieben, aber es ist immer noch eine Challenge, wirklich
damit zu arbeiten, mit meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, weil mir klar geworden ist, dass ich nicht Opfer meiner Realität bin, sondern dass ich die Kraft bin, mein Leben so zu bestimmen, wie ich es möchte. Und nicht, dass ich mich fallen lasse und alles kommt so, wie es ist. Nein. Du hast die Kraft, dein Leben zu ändern. Was hat mir jetzt eigentlich genau geholfen? Was habe ich jetzt genau gemacht? Und da gibt es verschiedene Methoden. Zum einen, das allererste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mich selbst beobachtet habe. Ich habe mich ein paar Tage lang, ich glaube, das war ungefähr so eine Woche, beobachtet, von morgens bis abends, was ich so denke. Ich habe mich beobachtet und habe jeglichen negativen Satz oder wiederkehrenden Satz aufgeschrieben in meinem Handy. Ich habe so gesehen, okay, irgendwas wiederholt sich gerade in meinen Gedanken und ich habe es dann einfach aufgeschrieben in meinem Handy. Ich habe es nicht bewertet, ich habe es einfach nur wahrgenommen. Ich so, aha, Fenja, du kommst gerade wieder in eine Spirale, die sich nicht gut für dich anfühlt, schreib es einfach auf. Als ich das dann so ein paar Tage gemacht habe, habe ich mir dann mein Handy genommen und habe all die ganzen Sätze mal aufgeschrieben in mein Journalbook. Und ich hatte den Schock des Todes. Ich habe mich so krass geschämt für mich, dass ich solche Dinge von mir denke, wie ich denke. Und es hat sich so richtig angefühlt, als hätte ich das in einer dritten Person geschrieben. Es hat sich null nach mir angefühlt, dachte ich. Ich so, das hast du niemals so viel, so Schlechtes gedacht. Und das ist auch das Ding, dass wir das gar nicht so bemerken in unserem Bewusstsein, das, was wir wirklich alles so am Tag denken. Und ich habe mir dann meine ganzen Glaubenssätze an die Hand genommen und habe sie so zusammengefasst, weil es konnte man echt oftmals in einen Glaubenssatz zusammenpacken und habe diese Sätze dann in positive Affirmation umgeschrieben. Und das ist auch der zweite Punkt. Mit Affirmationen arbeiten. Ich habe diese Sätze mit ich bin ungeduldig, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht gut genug, habe ich umgeschrieben in Fenja, du wirst geliebt und wertgeschätzt. Fenja, du bist liebenswert. Fenja, du bist wundervoll, genauso wie du bist. Und somit kommen wir auch zum dritten Punkt, denn diese ganzen Affirmationen habe ich jeden Tag wiederholt. Ich habe mir jeden Tag mein Journalbook geschnappt und habe diese Sätze morgens immer wieder wiederholt. Und oftmals war das auch intuitiv, dass mal irgendwie andere Affirmation dazu kam. Aber somit, dass es wirklich in meinem Unterbewusstsein in eine Gewohnheit umgeswitcht wurde, dass ich jeden Tag mit meinen Affirmationen gearbeitet habe. Super schöne Idee ist zum Beispiel auch, sich bestimmte Erinnerungen zu schaffen in so kleinen Sticky Notes und sich das an dem Spiegel beispielsweise zu hängen oder an deinem Bett, wenn du morgens aufwachst, somit, dass du jedes Mal immer wieder eine kleine Erinnerung hast oder in deinem Portemonnaie, wo auch immer du gerade oft bist, dass du da immer wieder bestimmte Erinnerungen hast. Eine weitere tolle Technik ist die Stimmtechnik. Und die ist am Anfang echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das wirklich irgendwie mal so manchmal umgesetzt hat, kann das wirklich echt witzig sein. Manche Dinge, und ihr kennt das, glaube ich, wiederholen sich am Tag ununterbrochen oder an verschiedenen Tagen. Und was ich dann oftmals gemacht habe, ist, dass ich mir eine Stimme ausgesucht habe in meinem Kopf, die ziemlich witzig klingt. Weil du hörst natürlich oftmals deine eigene Stimme in deinem Kopf, aber du kannst dir natürlich auch jegliche andere Stimmen anhören. Genauso wie du dir eine andere Person vorstellst und sie dann genau das sagt in ihrer Stimme, kannst du dir natürlich auch deine eigene Stimme also diese verändern. Und das habe ich gemacht, und dass ich so einer witzigen, ich glaube, das war, glaube ich, so Donald Duck oder so, dass ich dann innerlich das dann manchmal so wiederholt habe. Das heißt, ich habe irgendwie so einen Satz gehabt von wegen, oh Gott, Fenja, das hast du gerade wieder richtig scheiße gemacht. Oder wieso hast du das und das gesagt? Das war total peinlich. Habe ich diesen Satz dann wiederholt, so von wegen in so einer Cartoon-Stimme. Und Fenja, das hast du jetzt gerade wieder richtig blöd gemacht. Super hast du das gemacht. Und das nimmt so ein bisschen diesen Druck raus. Das nimmt so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit raus, dass dein Unterbewusstsein das so ein bisschen als
humorvoll nimmt, anstatt so super ernst. Und das ist wirklich, weiß ich nicht, dass es sich wahr anfühlt. Ist eine witzige Technik. Eine weitere Technik ist auf jeden Fall die Stoppschild-Technik. Das mache ich oftmals, wenn ich auch wieder hier nicht weiterkomme in meinen Gedanken, die sich stetig wiederholt. Das mache ich oftmals, wenn ich Auto fahre. Wenn ich Auto fahre, merke ich oftmals auch, dass sich immer wieder gleiche Situationen abspielen und ich dann immer wieder die gleichen Gedanken habe und ich irgendwann dann wirklich innerlich zu mir sage, stopp, Fenja, bis hierhin und nicht weiter. Und mir dann wirklich so ein rotes Stoppschild vorstelle und irgendwie dann noch eine Bewegung mache, ob es jetzt irgendwie anklopfen oder irgendwie Gummiband oder sonst was. Und das stoppt halt wirklich den Prozess. Und oftmals geht es dann irgendwie nach 2, 3 Minuten irgendwie weiter, aber dann mache ich das wieder. Stopp, Fenja, bis hierhin und nicht weiter. Es reicht. Du hast es genug durchgedacht. Du kommst hier bei dieser Vorgehensweise, bei diesem Gedankensatz nicht weiter. Lass es einfach sein. Dann Spiegelbildarbeit. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft in meinen Videos erwähnt, aber es ist so kraftvoll. Gerade mit Affirmation zu arbeiten und mit deinem Spiegelbild zu arbeiten, mit dir zu arbeiten, direkt zu dir zu sprechen. Es ist wunderschön und super, super kraftvoll. Der vorletzte Punkt ist ebenfalls noch Erfolgstagebuch zu schreiben oder allgemein zu journalen. Als ich angefangen habe, mit Affirmation zu arbeiten und auch meinen stetigen Prozess zu dokumentieren und ich mal dann nach 3 Wochen geschaut habe, okay, was hat sich eigentlich schon bei mir verändert und haben sich bestimmte Glaubenssätze, positive Affirmationen in meinem Unterbewusstsein schon verankert. Und ja, es war krass, dass sich so vieles schon in meinem Unterbewusstsein verankert hat. Also allgemein es zu dokumentieren, wo du gerade bist, hilft es auch ungemein, deine kleinen Erfolge zu feiern und zu zelebrieren. Und als letzten Punkt, es ist fast bei jedem Video als Punkt, aber fangt mit Meditation an. Du kannst deinem Geist nichts Besseres tun, als in die Ruhe zu gehen, als in dir zu gehen, als in die Stille zu gehen, weil dein Kopf, deine Gedanken, dein bewusster Geist ist ständig, und auch dein Unterbewusstsein, ist ständig am Rattern. Und Meditation, auch nur 5 Minuten am Tag, hilft einfach, dem Geist eine kleine Pause zu gewährleisten oder überhaupt zu bemerken, weil natürlich Meditation hilft nicht nur, sich die Ruhe zu holen, sondern auch bewusst sich klarzumachen, was wirklich in deinem System ist. Das heißt, am Anfang kann es auch oftmals sein, dass dann dir deine Glaubenssätze gerade bei Meditation klar werden. Und das ist schmerzhaft, aber umso mehr du das bemerkst, umso mehr wirst du Freude wieder in deinem Leben spüren. Und das ist einfach somit, glaube ich, auch der letzte Punkt und der wichtigste Punkt, denn du bist dein Hauptdarsteller in deinem Leben. Du kreierst dir deine Welt. In diesem Sinne, ich freue mich unfassbar auf den Austausch mit euch, ob ihr schon denselben Prozess durchgemacht habt oder ob ihr schon mit Glaubenssätzen und Affirmationen arbeitet. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, das war's hier mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch sehr, sehr gerne zu tun. Bis nächste Woche. Bis auf bald. Fenja.